Die Leute gehen ja nicht in irgendein Wäldchen an der Autobahn, um dort Partys ohne Infrastruktur, Toiletten und Komfort zu schmeißen, weil sie darauf Bock haben. Sie tun das, weil sie gezwungen sind. Weil Räume der Subkultur aus der Stadt verdrängt werden und nur wenige, meist kommerzielle Orte bleiben. Es kann ja magisch sein, durch knackendes Unterholz zu einem Rave zu laufen. Aber das ist weder nachhaltig noch besonders zugänglich. Natürlich wollen wir das gerne anders machen. Wir bereiten uns seit 5 Jahren vor. Wir haben Konzepte geschrieben, Unzählige Locations angeschaut. Und eine Genossenschaft gegründet. Und jetzt haben wir endlich einen Ort für den Krakele Club gefunden. In den leerstehenden Industriegebäuden im Mülheimer Süden ist noch Platz. Während politisch um die nachhaltige Entwicklung des Areals gerungen wird, konnten wir die Stadt Köln im September überzeugen, uns und anderen Projekten dort einen Ort zu geben. Bei dem Objekt handelt es sich um die ehemaligen Verwaltungsgebäude der Deutz AG Gasmotorenfabrik. Die Gebäude sind an der Jahrhundertwende sukzessive entstanden und bringen einfach diesen wunderschönen Industriescharme mit sich. Also wir haben hier riesige Deckenhöhen, wir haben diese absurd riesigen Fensterflächen, wir haben wunderschöne Backsteinwände, es ist viel Stahl verbaut, viel Profilbauglas und ja, über diese 20 Jahre Leerstand bringt es einfach diesen tollen Charme von einem Lost Place mit sich. Ich muss sagen, es ist perfekt. Ich kann es mir so gut vorstellen, was man hier drin machen kann. Als ich das erste Mal hier kam, ja, irgendwie konnte ich mir schon vorstellen, wie man so durch die Tür kommt und der Bass schon so wummert und einen so ein bisschen empfängt. Und ansonsten habe ich mir aber auch gedacht, wow, krass, fuck, übelst viel Arbeit. Wir arbeiten schon seit 5 Jahren daran und uns war von Anfang an klar, dass das ein Riesenprojekt wird. Und das Coole ist, weil wir so viel Zeit hatten, konnten wir davor schon die Struktur entwickeln. Das heißt, die Genossenschaft ist gegründet, unsere ganze Vision, das Leitbild, dem alle zustimmen, ist geschrieben und das alles, bevor wir den Club hatten. Im Club selber werden dann die Mitarbeitenden selbst das Unternehmen führen. Also alle, die sich beteiligen möchten und was zum Thema wissen, können sich oder sollen sich auch beteiligen. Als Beispiel hat eine Barcrew am meisten Ahnung davon, welchen Kühlschrank sie genau brauchen. Am Wochenende haben wir dann den ganz normalen Clubbetrieb, wo wir den musikalischen Fokus auf Techno und House legen. Aber wir wollen auch verschiedene Partyreihen starten, die ihren ganz eigenen Style haben. Wir möchten, dass unser Programm möglichst viele Menschen anspricht. Dass wir ein diverses Booking haben, dass wir NewcomerInnen eine Bühne bieten und in der Woche sollen hier auch ganz andere Kulturveranstaltungen stattfinden können. Uns ist es super wichtig, dass wir darüber nachdenken, auf welche Art und Weise wir einen Ort gestalten wollen. Awareness ist bei uns ein zentraler Bestandteil unserer kompletten Idee. Das bedeutet nicht nur in dem Club, den wir uns vorstellen, also dass wir da Rückzugsorte haben, einen Code of Conduct und auch immer Personen, die ansprechbar sind. Das hat auch was damit zu tun, wie wir auch als Kollektiv miteinander umgehen und was wir für Vorstellungen haben. Die Vision dahinter ist so die Idee von diskriminierungssensiblen Club, wo wirklich alle Menschen sich frei und sicher bewegen und miteinander tanzen können. Ja, nicht nur so als Add-on, was man später drauf macht, aber wir brauchen noch sowas, sondern dass es generell mitgedacht wird. Ein wichtiger Bestandteil von unserem Awareness-Konzept ist auch schon das Sorten an der Tür. Uns geht es dabei überhaupt nicht darum, Menschen aufgrund von irgendwelchen äußerlichen Merkmalen oder so nicht reinzulassen. Aber uns geht es darum, dass wir uns eben auf diesen Code of Conduct, den wir gemeinsam aufgestellt haben, einigen können. Wir wollen unbedingt, dass eine Person, die in den Club reinkommt, direkt an den ganzen liebevollen Details und der Atmosphäre merkt, dass das ein Ort ist, der einfach von ganz vielen Menschen gemeinsam gestaltet wurde. Und ich hoffe so sehr, dass die BesucherInnen von Krakele auch dieses Gemeinschaftsgefühl spüren. In the end, it's all about the music. So when the sound system is great, it's just that much easier to get lost in the whole experience. And so for us, there's no other way. We have to have a really, really good sound system. And we need a thought-through, immersive lighting concept to go with it. Wir wollen reduzieren, wir wollen Licht so bauen, dass es das Publikum und den Raum und das ganze Gefühl mitdenkt und Räume baut, in denen die Leute, die kommen, eintauchen können. Um den Krakele Club zu eröffnen, brauchen wir ein paar 100.000 Euro. Wir haben aber leider nicht dick geerbt und Förderungen tragen auch nicht alles. Also, wie werden wir das finanzieren? Wir wollen nämlich nicht, dass Krakele einem einzelnen Investor oder einer Bank gehört. Aber es gibt einen anderen Weg.
das Genossenschaftsmodell. Der Club gehört nicht einer Person oder einer Bank, sondern uns und euch. Allen, die glauben, dass Köln diesen Ort braucht. Das Risiko tragen wir gemeinsam, aber den Erfolg auch. Denn durch den Krakele Club gibt es mehr Raum in der Stadt für Subkultur. Das heißt, wenn du mit uns daran glaubst, dass Köln einen Ort wie Krakele Club braucht, kannst du einen Genossenschaftsanteil zeichnen und diese Vision direkt als Fördermitglied mitfinanzieren. Aber nicht alle müssen direkt Mitglied werden. In dieser Crowdfunding-Kampagne ist für alle was dabei. Jeder Beitrag hilft uns enorm, Krakele Club in Mülheim zu realisieren.